Im Jahr 2013 iraniet sich im Herzen Londons in einer Hermes Boutique ein Vorfall. Der eins der Grug 10 Paradox der Luxusindustrie entlarv sondern für 50.000, 100.000 oder sogar 500.000 Dollar verkaufen zu können. Die Antwort lag in der Umkehr einer einfachen ökonomischen Regel. Hermes baute kein Geschäftsmodell auf, als motorisiert Fahrzeug die Fertigkeit ersetzten. Stand Hermes Kurs wird im Bankrott. Dr. CEO der dritten Generation, Emil Maurice Hermes, übertrug die Meisterschaft der Lederverarbeitung auf Taschen und Accessoires. Und rettet die Mark in letzter Minute. Jean-Louis Dumas unbeklagte sich darüber, dass der Inhalt ihrer Tasche ständig herausfiel. Aus dieser Begegnung entstand die Birkenbag kaufen zu dürfen. Muss man aber jar hinweg ein truer sein. Kontinuierlich an der Produkt erwerben. Und selbst wenn schließlich ein Angebot kommt, hat man oft wollen sie es umso mehr. Hier greift die 1899 von dem Kanamen Thorstein Veblen formulierte Theorie der Demonstrativen. Konsums, Luxusmarken werden nicht nur zum Gebrauch gekauft, sondern sozialen Status zu demonstrieren. Und je teurer und je schwerer ein Produkt zu erlangen ist, desto stärker wird es zum Statussymbol. Hermes hat diese Regel so konsequent umgesetzt, dass die Verkauf der Unternehmens der Finanzkrise 2008 6% stiegen, obwohl der Luxusmarkt insgesamt 15% schrumpft, weil die Kunden selbst in der Krise gezwungen waren, weiter in der Warteschlange zu stehen. So wie BlackBerry im Jahr 2007 den Launch der iPhones mit den Worten abtat. Ein Telefon ohne Tastatur funktioniert nicht. Und bis 2013 daraufhin 99% seines Marktanteils verlach der Markenwert ein. Zwischen 2012 und 2017 fiel der Aktienkurs 70%, weil ein Produkt, das jeder kaufen kann, kein Luxus mehr ist. Hermes ging den Geno entgegengesetzt weg, das schnelles Wachstum und Massenexpansion die DNA der Marke zerstört hätten. Die entscheidende Frage lautet hier: Ist Hermes tatsächlich so außergewöhnlich in der Qualität oder ist es nur Marketing? Die Antwort ist beides. Die Herstellung einer Birkenbag dauert im Durchschnitt 18 bis 25 Stunden. Ein einzelner Handwerker fertigt die Tasche von Anfang bis Ende vollständig selbst, während andere Marken auf Fließbandmontage setzen. Zudem sind die Lederstandards von Hermes so streng, dass lediglich 3 bis 5% des verfügbaren Premiumleders überhaupt verwendet werden. Doch eine italienische Werkstatt mit vergleichbarer handwerklicher Qualität könnte dieselbe Tasche für rund 3.000 Dollar herstellen. Wofür also werden die zusätzlichen 7.000 Dollar gezahlt? Hier treffen das Knappheitsprinzip und der soziale Beweis des Psychologen Robert Cialdini aufeinander. Jede prominente Person, die eine Hermes-Tasche trägt, jeder Instagram-Post erzeugt einen Erzählwert, der den materiellen Wert der Tasche bei weitem übersteigt. Und genau diese Geschichte bestimmt letztlich den Preis, den Menschen bereit sind zu zahlen. Im Jahr 2017 wurde bei der Auktion von Christie's eine weiße Birkenbag aus Himalaya-Krokodilleder für 379.261 Dollar verkauft. Der Käufer blieb anonym, denn dieser Erwerb war nicht nur der Kauf einer Tasche, sondern eine Eintrittskarte in den exklusivsten Club der Welt. Die Forschungen des Verhaltensökonomen Dan Ariely zeigen, dass Menschen nicht den tatsächlichen Wert einer Marke bezahlen, sondern ihren wahrgenommenen Wert. Und Hermes beherrscht die Kontrolle dieser Wahrnehmung meisterhaft. Selbst die Schaufenster der Boutiquen sind speziell kuratiert, Taschen werden niemals reduziert, beschädigte Produkte werden zerstört und nicht einmal recycelt, weil der Schutz des Markenimages wichtiger ist als alles andere. Doch ist dieses Modell auf Dauer wirklich nachhaltig? Analysedaten aus dem Jahr 2024 zeigen, dass sich die Luxuswahrnehmung der Generation Z verändert. Junge Konsumenten messen traditionellen Statussymbolen weniger Bedeutung bei und legen stattdessen Wert auf Nachhaltigkeit und Authentizität. Hermes reagierte darauf im Jahr 2021 mit dem Start eines sogenannten Remanufactured-Programms. Doch selbst dieses Angebot wurde bewusst limitiert gestaltet und erneut an Wartelisten geknüpft. Letztlich beruht der Erfolg von Hermes auf einem perfekt inszenierten psychologischen Spiel.
Begehrlichkeit durch künstliche Verknappung zu maximieren, sozialen Status in Zahlungsbereitschaft zu übersetzen und vor allem eine Markenposition aufzubauen, die stark genug ist, den Kunden konsequent Nein sagen zu können. Die Botschaft hinter der Tatsache, dass Oprah Winfrey keine Tasche verkauft wurde, war eindeutig. Diese Tasche ist nicht für jeden gemacht. Und auch du bist nur einer von vielen. Genau diese Botschaft machte die Hermès-Tasche zum wertvollsten Accessoire der Welt, weil Menschen bereit sind, Millionen zu zahlen, nur auf diese Liste zu kommen und eine Zurückweisung zu vermeiden. Im Jahr 2020, als die Pandemie die Welt in die eigenen vier Wände zwang, schrumpfte der globale Luxusmarkt um 23%. Dennoch verzeichnete Hermès einen Zuwachs von 77% im E-Commerce. Selbst bei geschlossenen Boutiquen gelang es dem Unternehmen, die Wartelisten weiter auszudehnen, da es auch im digitalen Raum konsequent an seiner Knappheitsstrategie festhielt. Über ein Einladungssystem auf der Website konnten ausschließlich ausgewählte Kunden online bestellen. Während Wettbewerber wie Louis Vuitton und Gucci ihre Online-Shops für die breite Masse öffneten und dadurch Marktanteile einbüßten, stieg der Aktienwert von Hermès 60%. Diese Entwicklung wurde später zu einer Fallstudie an der Harvard Business School, die eine zentrale Frage stellte: Ist die Demokratisierung von Luxusmarken immer sinnvoll? Die Antwort von Hermès fiel eindeutig aus: Nein. Gleichzeitig offenbart sich hier ein entscheidendes Paradox. Ultraluxusmarken wie Hermès verkaufen ihre Produkte nicht primär an Wohlhabende, sondern an Menschen, die Wohlstand ausstrahlen möchten. Interne Auswertungen zeigen, dass rund 60% der Birkin-Käufer zwischen 30% und 40% ihres Jahresgehalts für diesen einzelnen Kauf ausgeben. Es handelt sich also weniger um echte Vermögende, sondern Konsumenten, die sich verschulden, ein bestimmtes Statusbild zu erzeugen. An dieser Stelle greift das Konzept der hedonischen Anpassung des Verhaltensökonomen George Loewenstein. Der Kauf eines Luxusgutes erzeugt kurzfristige Euphorie, doch dieses Gefühl verblasst rasch. Schon bald entsteht das Verlangen nach dem nächsten, teureren Objekt. Hermès hat genau diesen Mechanismus, ein vollständiges Ökosystem, aufgebaut. Ein frühes Beispiel dafür zeigte sich im Japan der 1990er Jahre. Junge Frauen in Tokio lebten in kleinen Wohnungen, während sie mehrere tausend Dollar für Hermès-Schals ausgaben und finanziell kaum über die Runden kamen. Soziologen bezeichneten dieses Phänomen als Aspirational Poverty, da grundlegende Bedürfnisse eingeschränkt wurden, in Statussymbole zu investieren. Der Erfolg war so groß, dass Anfang der 2000er Jahre rund 40% des Unternehmensumsatzes aus Japan stammten. Nach der Finanzkrise verlagerte sich dieser Fokus nach China. Heute bilden dortige Neureiche das wichtigste Kundensegment. Bei der Eröffnung einer Hermès-Boutique in Shanghai im Jahr 2019 warteten Kunden bis zu 48 Stunden im Voraus. Am ersten Tag wurden Umsätze von 2,7 Millionen Dollar erzielt. In der chinesischen Kultur besitzt das Konzept des Gesichts, also von Ansehen und Reputation, eine stärkere Bedeutung als klassische westliche Statussymbole. Doch mit diesem Erfolg wuchs auch die größte Gefahr: Fälschungen. In Werkstätten rund Guangzhou werden Birkin-Kopien produziert, die inzwischen selbst Experten vor Herausforderungen stellen. Wenn Original und Kopie kaum unterscheidbar sind, stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Preis. Die Antwort von Hermès war erneut psychologischer Natur. Anstatt auf technische Lösungen zu setzen, machte man das Kauferlebnis selbst unkopierbar. Der Erwerb einer Hermès-Tasche bedeutet heute eine langfristige Beziehung, persönliche Betreuung, exklusiven Service und das Gefühl, ausgewählt worden zu sein. Dieses Erlebnis kann kein Plagiat ersetzen. Studien der Stanford-Psychologin Jennifer Archer zeigen, dass Erlebnisse nachhaltigeres Glück erzeugen als materielle Güter. Hermès nutzt genau dieses Prinzip. Nicht der Besitz der Tasche zählt, sondern der Weg dorthin. Eine Analyse in The Economist aus dem Jahr 2015 brachte es treffend auf den Punkt. Hermès ist kein Taschenhersteller, sondern ein Unternehmen zur Steuerung von Verlangen. Das eigentliche Produkt ist nicht Leder, sondern das Gefühl von Mangel und das Versprechen seiner Überwindung. Ab 2023 setzte jedoch ein Wandel ein. Die Generation Z etablierte den Trend des stillen Luxus.
Logos, verloren an Bedeutung, Zurückhaltung, wurde zum neuen Statussymbol. Hermes reagierte schnell und der Absatz minimalistischer Modelle stieg deutlich an. Diese Entwicklung zeigt, dass wahrer Luxus nicht starr ist, sondern sich mit jeder Generation intelligent weiterentwickelt. Wenn dir diese Analyse neue Perspektiven eröffnet hat, teile deine Meinung in den Kommentaren. Glaubst du, dass wahre Exklusivität durch Qualität entsteht oder durch das bewusste Nein einer Marke? Abonniere den Kanal für weitere tiefgehende Analysen über Macht, Psychologie und Luxus.